So, meine Lieben, ich mache mich auf den Weg in die Lego-Stadt. Ich habe mich selbst versorgen müssen. Ich weiß nicht, wie kann man beim Kaffee auf Süßes vergessen? Ich verstehe es einfach nicht. Aber gut, ich hoffe, ihr seid nicht auch solche Leute, die einfach tendenziell nur Kaffee trinken und nichts Süßes dazu essen, denn das finde ich eigentlich sehr mau. Und der Mann, der das angestellt hat, der steht natürlich da hinten. Ich meine, ich finde es schon mal löblich, wenn man einen Kaffee bekommt. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. So, wir sind am Weg zu Christoph, denn er baut da hinten herum. Hallo Freunde und Ich hab schöne diesmal- Kaffeezeit. Danke. Ich habe dir übrigens nichts mitgenommen, denn wenn man konstant auf mich vergisst, auf meine süßen Sachen, dann hat man auch keine süßen Sachen verdient. So. Weißt du, meine Liebe, ich habe mir auch gedacht, wir haben heute ein erstes Preview zum neuen Star Wars Bereich, Nope. aber hier ist noch gar nichts passiert. Die Minifiguren stehen auch noch dort, wo sie letztes Mal waren. Deswegen Ja, zum habe ich Glück. mich ein bisschen nützlich gemacht, nachdem die Leute dich letztes Mal so gelobt haben, was den Fortschritt am Campingplatz anbelangt, habe Ja. ich mir gedacht, ich baue auch hier weiter, aber nur einen halben Meter weiter rechts. Ach, du willst auch gelobt werden. Beim Dinosaurierbereich. Und zwar ist das auch ein Bereich, wo wir jetzt schon lange keinen Fortschritt mehr gesehen haben. Heute ist es mal wieder soweit, liebe Freunde. Ich zeige euch, was hier passiert ist. Und Rita, ich würde dich bitten, dass du mal hier in diese kleine Übrigens Baunische unglaublich, kommst. aber wahr. Ich will nur was sagen. Dieses Mal hat Christoph hauptsächlich gebaut. Ich habe ihm ein bisschen geholfen, aber hauptsächlich er gebaut. Und ich habe Teile sortiert. Wie crazy ist das denn? Also ich muss schon sagen, ja. Sehr seltsame Zeiten hier. Sehr, sehr seltsame Zeiten. Das habe ich sortiert. Sieht nach wenig aus, aber es war viel Arbeit. Aber wann war das jemals normal hier bei uns am Kanal? Ja, vielen herzlichen Dank und damit nochmal willkommen von mir, Christoph, eurem Freund, der hier Lego baut und seinen Baufortschritt für euch dokumentiert. Wir haben heute die Dinosaurier hier vor der Linse. Ein Bereich, der eigentlich nie geplant war in Wild City. Damals haben wir aber dann mal dieses Jurassic World Set gekauft. Ich glaube damals noch bei Toys R Us, bevor sein, der ja. zugesperrt hat bei uns und dann zu Smith Toys wurde. Und dann war irgendwann mal klar, wir werden auch hier einen kleinen Dinosaurierpark einbauen. Aber war es nicht eigentlich mal anders geplant? Christoph hat mal was geschwafelt von wegen, er möchte beim Museum einen Teil mit Dinosauriern. Ja. Weiß nicht, ob euch das interessiert. Egal, ich erzähle es trotzdem. Wir hatten ja auch diverse Ideen in Bezug auf die Stadtplanung, als wir dieses Areal hier noch gar nicht vor uns hatten. Ja. Und zwar habe ich mir gedacht, dass wir bei einem Museum in Wild City, übrigens die Museumserweiterung kommt auf jeden Fall. Ich habe da schon Teile bestellt und das wird ganz wunderbar. Ich habe mir gedacht, dass man bei einem der Museen vielleicht dann noch hinausgehen kann in der Innenstadt und dass man dort dann solche Aufbauten sehen kann, wo man Dinoskelette sieht. Da ist dann, glaube ich, auch dieses Ideaset rausgekommen. Ja, stimmt, ja. Und habe ich mir gedacht, die kann man sich anschauen. Irgendwie hat es aber dann nicht geklappt und wir haben die Dinos jetzt hier im Vergnügungspark. Wie das jetzt aussieht, wir gehen mal in Zuschauerperspektive hier rein in den Park. Und zwar haben ja die Campingplatzgäste hier einen eigenen Parkeingang, was ich mega cool finde. Alle anderen müssen ja dort drüben bei Harry Potter, bei diesem uncoolen Zeugs in den Park reingehen und haben dann sehr weit hier. Also das ist für eine Minifigur schon, ich glaube, mehrere Kilometer weit zu gehen. Ja. Und wir werden hier schon begrüßt von allerhand Schildern und coolen Aufstellern, die einem richtig Lust auf Dinosaurier machen. Wir haben hier dann mehr oder weniger so kleine Laboratorien, wo sich die Leute, das ist noch nicht ganz eingebaut, aber wo sich die Leute so Dino-Eier und alle möglichen Insekten durch Mikroskope anschauen können. Dann haben wir hier eine Dino-Baby-Aufzuchtstation, wo gerade Eier ausgebrütet werden. Und hier kann man das Ei analysieren und sieht dann vielleicht schon, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist. Und dann haben wir hier auch schon den ersten Baby-Dino. Die Dinos sind aber, falls ihr euch fragt, warum hier keine Absperrungen sind, alle nur Animatronics. Das heißt, die sind aus Plastik und leben nicht. Ich dachte, das sind echte Dinos. Gott sei Dank nicht, das wäre hier sehr gefährlich.
Aber vielleicht kennt ihr das aus Disney World oder den Universal Studios. Dort haben sie ja auch einen Jurassic World Bereich, Jurassic Park oder Jurassic World, keine Ahnung, wo die Dinos ja nicht echt sind, aber sich sehr, sehr echt verhalten. Oder diese coole Fahrt, ich bin noch nicht damit gefahren, aber wo man so fährt und mit so einem Wasserboot und dann irgendwie klopft der so gegen die Scheibe und dann bricht die Scheibe. Oh, es muss Sprich mega nicht sein. darüber, Rita, ich will keine Albträume haben heute. Da musst du bei mir schlafen sonst. Oh no. Man geht also hier dann vorbei und hat zu seiner Rechten auch eine ganz alte Geschichte hier in Wild City, die Toy Story Achterbahn für Kinder. Ja. Und wenn man geradeaus weitergeht, der Westernbereich, da kommen wir gleich noch dazu. Wenn man dann links abbiegt, hat man hier also den kleinen, aber feinen Dino-Bereich. Und ich habe hier eine Mischung von verschiedenen Dinosauriern verwendet, sowohl alt als auch neu. Hier die beiden mittig im Bild sind aus der, ich glaube, Adventurer-Serie mit Johnny Thunder. Und links haben wir dann auch noch einen, glaube ich, aus den Dinos von Johnny Thunder. Und hinten dann eher neuere Exemplare und Exponate. Ich bin gespannt, ob du eigentlich die Namen von all diesen Dinosauriern kennst. Also der ist, glaube ich, der T-Rex, bei den anderen weiß ich es nicht. Aber ich habe ja auch was anderes studiert, nämlich Legologie und nicht Dinosauriologie. Dinologie. Wir haben uns auf jeden Fall längere Zeit jetzt hier Gedanken gemacht, wie wir das gestalten. Und das ist jetzt mal ein Vorschlag, den wir für euch parat haben. Wir haben letztes Mal schon mehr oder weniger diese Podeste hier aufgemauert und ich habe die dann mit dunkelgrauen Platten dankenswerterweise an unseren Spender Herrn Kurt, der uns ja ein paar Platten in Grau verkauft hat, geplatet und dann habe ich die Dinos draufgestellt. Das hat eigentlich schon ganz cool ausgesehen, aber ich habe mir dann gedacht, irgendwas fehlt hier noch und dann habe ich im Internet ein bisschen geschaut, was es da für Mocks gibt, was es da für Ideen gibt. Und dann habe ich mir gedacht, warum nicht eigentlich eine Art Aufbau, wie die Dinos in ihrer freien Wildbahn so gelebt haben, in Pangea oder wie auch immer die Orte geheißen haben, wo sie umherstolziert sind. Und dann habe ich das ein bisschen begrünt und rundherum überlegt, ob wir da eine Umzäunung machen. Das habe ich auch gehabt zuerst, aber dann waren die Dinos irgendwie so eingesperrt. Ich glaube, sie haben sich nicht besonders wohl gefühlt. Außerdem hatten die Zuschauer dann oder die Besucher des Parks, die übrigens noch fehlen, hier ist nur aus der Serie 24 mittlerweile eingezogen, der Dino. Sonst ist hier nicht viel passiert. Man kann auf jeden Fall auch Fotos machen mit unseren Stars aus den Jurassic World Filmen, die erklären einem auch gerne was zu den Dinosauriern und schalten die ein und aus und die sind ja alle motorisiert und können sich bewegen. Und wie gesagt, ich finde dieser Finish auch mit den Dark Bluish Grey Fliesen, der ist hier ganz gelungen, das sieht hier ganz nett aus, ist auch eine klare Abgrenzung zwischen den Besuchergehwegen jetzt und diesen Podesten mit den Exponaten, so wollte ich sagen. Exponaten, ich weiß nicht, was heute los ist. Wir haben auch hier ein paar Knochen, das heißt, hier wurde auch schon gut gefressen. Auch unser Freund, der grüne T-Rex, hat schon einen anderen Dino gefuttert, deswegen ist er auch hier alleine. Das ist sonst viel zu gefährlich. Ich sehe gerade, hier hat es eine Pflanze runtergehaut, keine Ahnung, wo die war, irgendwo wahrscheinlich. Wahrscheinlich, weil die Animatronics so wild sind. Die sind so wild. Hier hinten haben wir ja letztes Mal schon hergezeigt, dass wir diese Ride hier eingebaut haben. Und rechts ist hier noch nichts passiert, weil wir keine Dark Tan Fliesen mehr haben. Ja. Schauen wir noch kurz, also gerne eure Meinung zum Dino Park in die Kommentare. Wir schauen noch kurz weiter zum Western Park, wo auch ein bisschen aufgehübscht wurde. Wir haben einerseits hier die Gleise ein bisschen schöner gemacht, dass hier jetzt diese schwarzen Balken drauf sind und es sind hier auch jede Menge neue Figuren in Form von Indianern, Indianerinnen. Hier sind auch jede Menge so Cowboys und so Zeugs jetzt mehr unterwegs. Und ein Kaktus. Und ganz genau, sagen, Rita ist da an vorderster Front. Falls ihr die Videos von Bob Brickman kennt, werdet ihr jetzt ein Déjà-vu erleben. Aber ich will nicht sagen Thiago Catarino, oder wie heißt der? Thiago Catarino, so ähnlich auf jeden Fall, ja. Der gute Lego-Mensch, der hat ein Video gepostet, wo er erklärt, wie man die baut. Also ich weiß nicht, woher Bob seine Inspiration hat. Wir haben die jetzt nicht kontrolliert, welcher zuerst das Video hinaufgestellt hat, aber sei es drum. Dann haben wir ihn von beiden. Seine Inspiration hat. Also von uns auf jeden Fall nicht, denn der Kaktus steht hier seit ganz kurzem. Wir haben sie auf jeden Fall gestohlen von einem der beiden. Auf jeden Fall mehr ist sich nicht ausgegangen mit unseren Teilen. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Das sind
Grüne Teile haben wir momentan extrem wenige und da geht sich nicht mal so ein Kaktus aus. Hier, wie gesagt, ein bisschen aufgehübscht und ein bisschen verschönert. Und ja, so soll das jetzt weitergehen, meine Lieben. Wir haben hier sehr, sehr viel an Platz und sehr viel noch an unbebauter Fläche. Das Problem, wie gesagt, wir haben momentan keine Dark Tan Fliesen mehr, aber der Bereich hier auch, wo unser Kanadier, wie heißt der? Jetzt habe ich den Namen. Jedes Mal vergessen wir den Namen. Und kaum drücken wir auf Stopp beim Video, fällt er uns ein. Oh no. Aber auch hier hinten, wenn ihr schaut, meine absolute Hassfarbe Nummer 1 ist mittlerweile Lime Green. Ich kann die Farbe nicht mehr sehen, weder bei unseren Bodenplatten noch bei anderen Sets. Und das muss früher oder später mal verschwinden. Ich bin dann gespannt, ob das dort hinten beim Joker Manor und bei diesem UFO-Schild auch verschwinden wird. Wohl kaum, aber am Boden. Und das finde ich wirklich, wirklich sehr schön, wie hier jetzt die Bereiche gestaltet sind. Ihr wollt ja auch die Constitution mal fahren sehen, das werden wir jetzt mal in nächster Zeit organisieren, hoffe ich. Da ist zwar kein Motor drin, aber vielleicht kann man die irgendwie motorisieren. Sonst im Notfall geht es natürlich mit 9 Volt. Und jetzt aber zuerst mal der Dino-Bereich. Am Campingplatz ist Rita auch schon am Schauen und am Kommentare lesen und hat sich schon ein paar gute Vorschläge von euch geholt. Aber jetzt muss zuerst mal Kaffee getrunken werden, nachdem ich so lange Teile sortiert habe. Man glaubt echt nicht, wie lange war das jetzt, glaube ich, 3 Stunden Teile sortiert. Nämlich zuerst einmal herausfinden, wie man einen Kaktus baut, dann herausfinden, welche Teile man dafür braucht, wo die Teile überall versteckt sein könnten. Ja. Und jetzt haben wir zu wenig. Nur für einen. Naja, egal. Aber uns stresst ja nichts. Es freut uns auf jeden Fall, dass ihr so zahlreich erschienen seid heute zu diesem kleinen Update hier aus dem Vergnügungspark. Und ja, wir wünschen euch einen ganz, ganz schönen Tag. Trinkt Kaffee, Rita braucht Nachschub, das heißt, es ist jetzt Zeit, das Video zu beenden. Und als nächstes könnte es sein, dass wir uns dort hinten beim neuen Stadtbereich wieder einfinden werden, was ja auch ein Bereich ist, wo ihr sehr viele Kommentare geschrieben habt mit sehr, sehr vielen guten Vorschlägen. Ich werde da jetzt mal ein bisschen weiterbauen und dann melden wir uns wieder, wenn es was Vorzeigbares gibt, ganz wie ihr das gewohnt seid. In dem Sinne, macht es gut, baut auch ihr einen Dino oder lasst einen Dino fahren auf den Schienen. Hör dich auf Rita. Und dann sehen wir uns mit Kaffee und was Süßem bald wieder, hoffentlich mit neuen Updates. Macht's es gut. Tschüss. Tschüss.